Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Ja, guten Morgen zusammen. Wir machen heute mal wieder ein Auswahl-Orakel, aber eins mit nur einem Kartendeck. Und wir schauen, was die Karten uns hier mitgeben wollen. Sucht euch eine Seite aus. Ich tue mir heute echt schwer. Welch seltener Fall. Also rechts macht mich irgendwie ein bisschen mehr an. Wobei links auch. Ne? Ich entscheide mich einfach für rechts. Was haben wir? Die Gemeinschaft und das Vorangehen. Ja, der Baum, seine Wurzeln, möchte uns ja eigentlich sagen, das ist so der Ausgangspunkt, dass im Prinzip überall um uns herum Hilfe ist, auch wenn wir das gar nicht bewusst wahrnehmen können für den Moment. Und es geht um die Eigenschaft zuzulassen, dass man unterstützt wird. Möglicherweise hat man auch selbst ein Problem damit, jemanden zu bitten. Aber es ist nichts Schlimmes. Wir können nicht alles allein schaffen, wir müssen es auch nicht. Und hier ist sehr viel auch mit der Verwurzelung, sind so die Familienthemen, aber auch die Wahlfamilie, die Menschen, die man sich ausgesucht hat. Es können Freunde sein, jemand, der genau weiß, wer man ist und wie man ist. Ahnenthemen sind hier auch. Und es geht ein bisschen darum, ein Netzwerk zu bauen, das unsere Leute beinhaltet. Also unsere Leute heißt die, die mit einem in Resonanz gehen, wo die Chemie gut stimmt. Und es gibt auch überall Menschen, die einem zur Seite stehen, die auch zur Tat schreiten und unterstützen, weil sie einfach an einen glauben. Und die Aufforderung ist hier, dass man gemeinsam irgendetwas schafft oder sogar in einer Gemeinschaft, wir haben ja hier das Vorangehen, erarbeiten können, dass wir von der Stelle treten können, dass wir nicht stehen bleiben, so wie der Baum, der ewig da ist, bevor irgendwas passiert, steht er jahrelang. Ne? Und dann kommen wir hier vielleicht gemeinsam zu der Situation, wo es wieder vorwärts geht. Hier ist ein guter Boden, hier ist Gras drauf. Ja, und die Karte sagt einfach, dass einem Fruchtbarkeit und Produktivität, Liebe, Vitalität, Fülle und Erfüllung ins Haus stehen. Dass vieles im Leben im Wachsen und Gedeihen ist und dass man voranschreiten kann. Denn es kann hier sehr schnell gehen, dass man von Dingen, die um uns herum sind, dass man so eine Ablenkung erfährt. Aber es ist jetzt hier wichtig, tatsächlich sich von nichts abhalten zu lassen, sondern die Erträge einzufahren, die man verdient. Man darf hervortreten und sich gewiss sein, dass die Bedürfnisse erfüllt werden. Also man darf sich auch zeigen. Und hier ist es, dass sich im Leben einfach das vermehrt und sich irgendwie auf eine optimale Weise zu unserem Besten entwickeln will, ja. Und es kann hier auch eine sehr intensive Energie mitbringen. Ich würde hier trotzdem noch gern eine Seelenbotschaft drauf haben. Er darf man Körper und Seele gut tun, ne? Beides mit gesunden Dingen füttern.
Hier ist es jetzt ein Lebensmittel, aber natürlich kann Seelennahrung auch sein, dass man sich mit Menschen umgibt, die einem gut tun, die die Seele nähren, ja, und die die Gedanken gleich haben wie wir. Das ist ja nicht immer gleich. Aber hier darf man für sich gut sorgen, auch gucken, was tut mir denn gut und was nicht, auf was reagiere ich, was bringt mich von meinem Weg ab. Wunderbar. Dann gucken wir uns die andere Seite an. Was habt ihr hier? Das ist auch sehr schön. Ihr habt hier das Berggewitter. Hier kommt ein Donnerschlag sozusagen. Ihr werdet aufgeweckt. Das ist eine heftige Energie. Da ist der Blitz, der Donner, die Wolken. Und der Berg an sich steht ja auch für etwas Festes, ne? Ja, und hier wird das wahre Selbst erweckt. Die eigene Kraft, die eigene Stärke. Man hat es vielleicht ja auch irgendwie drunter gemacht, ne? Unter seinen eigenen Voraussetzungen. Aber hier kommt mit dem Donnerschlag tatsächlich, dass es jetzt soweit ist, dass du dein ganzes Potenzial abrufen kannst. Womöglich sind da irgendwelche Befürchtungen. Aber hier ist das Handeln, ne? Mutig sein, für sich einstehen, die Stimme erheben, Stellung beziehen, Leidenschaft leben. Worte sind hier auch wichtig, ob gesprochen oder geschrieben. Ja, und hier darf man mal wieder die Körperhaltung eines Menschen einnehmen, der tapfer ist, der ein Held ist und sein graues Mausdasein beenden, denn hier sind die Wolken, das Gewitter, das passt so wunderbar und hier ist der leuchtende Sonnenaufgang. Ne? Hier klärt sich die Luft, der Tag beginnt neu, die Sonne geht auf. Die Sonne ist ja hier auch die Energie für Hoffnung und dass alles wieder von vorne beginnt. Und auch für spirituelles Erwachen irgendwo. Wachsende Kraft, neue Aktivität. Und die Karte sagt einfach, das Leben gedeiht auf vielerlei wundersame Weise. Hier kommen neue Erlebnisse oder Ideen. Man kann den Tag besser nutzen. Gute Augenblicke, ein neues Projekt zu starten, einer Idee Leben einzuhauchen. Hier ist Erfolg, aber Timing ist wichtig. Und es kann auch sein, dass man sich, wir hatten ja hier das graue Mausdasein, dass man hier einfach das eigene Strahlen wieder zurückkriegt und dass man wahrgenommen wird und dass man irgendwo eine ganz leuchtende Erscheinung ist. So, die Seelenbotschaft hierzu. Harmonie in deinem Zuhause. Hier geht es darum, euer Umfeld so zu gestalten, dass es für euch schön ist und harmonisch und ja, einfach so, dass ihr eine Wohlfühloase habt. Damit klärt ihr auch das Umfeld. Also wunderschön, ne? Das kann schon beim Ausmisten anfangen oder mit Kleinigkeiten, einem Strauß Blumen, einer Pflanze, irgendetwas, ne? Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich drücke euch bis morgen.